Hallo, herzlich willkommen auf dem Nico Standitzer Kanal. Hier, heute machen wir diese unglaublich soften Zimtschnecken, beziehungsweise machen wir aus dem gleichen Teig diese ziemlich fancy ausschauenden Muffins. Ja, und solange wie die Zimtschnecken jetzt noch so heiß sind, muss da gleich der Guss drauf gemacht werden, deswegen mache ich das jetzt erstmal. Ja, jetzt muss ich nur noch warten, bis die lauwarm abgekühlt sind. Und bis dahin zeige ich, wie man diese köstlichen Zimtschnecken macht, beziehungsweise diese leckeren Zimtschnecken-Muffins. Ja, und dafür erwärmen wir als erstes mal die Milch und die Butter so lange, bis die Butter geschmolzen ist. Aber bitte nicht kochen lassen und nur maximal auf 38 Grad erwärmen, denn wärmer mag die Hefe nicht. Ja, die Präsentation heute im Übrigen mit meiner besten verschnupften Stimme. Aber ja, im Herbst ist das halt so, ne? Da kann man dann auch mal eine Erkältung haben. Nichtsdestotrotz, das ganze Rezept gibt es auch nochmal zum Nachlesen auf meiner Homepage. Der Link dafür ist hier unterhalb vom Video in der Infobox. Die Zutaten habe ich aber auch nochmal alle am Ende vom Video zusammengefasst. Da kannst du dir dann auch nochmal anschauen. Genau. Ja, die Zutaten vom Teig, die müssen nur ganz kurz zusammengeknetet werden. Ich mache das jetzt hier von Hand. Du kannst aber auch eine Küchenmaschine verwenden oder einen Mixer. Wichtig ist dabei, den Teig nicht länger als 3 Minuten zu verkneten, denn wir wollen nicht das Gluten entwickeln. Wir wollen schöne, fluffige, softe Zimtschnecken. Ja, wenn du wie ich den Teig von Hand knetest, dann verwende unbedingt so eine Teigkarte. Der Teig ist nämlich wirklich sehr klebrig. Versuche aber bitte, ja, der Versuchung zu widerstehen, mehr Mehl dazu zu geben, denn der Teig lässt sich später nach dem Gehen wirklich super ausrollen. Ja, und das ist auch schon das Stichwort, um den Teig gehen zu lassen, legen wir ihn in eine geölte Schüssel, decken ihn ab und lassen den Teig für 90 Minuten gehen. Ja, in der Zwischenzeit lässt sich dann schon die Füllung vorbereiten. Dafür brauchen wir 80 Gramm sehr weiche Butter. Ich empfehle daher, die Butter wirklich rechtzeitig aus dem Kühlschrank zu nehmen. 2 Stunden sind sicher nicht verkehrt. Ja, die Butter bleibt erstmal für sich. Dann kommen noch 120 Gramm brauner Zucker, 1 Esslöffel Zimtpulver, 1 Teelöffel Speisestärke und eine Prise Salz in eine Schale und die verrühren wir kurz. Und dann können wir schon den Teig ausrollen und dafür stäube ich mir hier die Arbeitsfläche richtig gut mit Mehl ein. Und dann stürzen wir den Teig auf die Arbeitsfläche und stäuben den auch nochmal richtig gut mit Mehl ein. Wenn du den Teig dann ausrollst, hebe den, wie ich das hier mache, immer wieder etwas an und gib etwas Mehl unten drunter, damit Luft unter den Teig kommt und dann klebt der nämlich nicht an der Arbeitsfläche fest. Der Teig soll nach Möglichkeit zu einem schönen, gleichmäßigen 50 x 45 cm großen Rechteck ausgerollt werden. Ja, das messe ich hier zur Sicherheit nochmal nach. Ja, und dann kann auch schon die Füllung aufgetragen werden. Dafür wird als erstes die Butter gleichmäßig auf dem Teig verstrichen. Ich mache das jetzt hier mit einer Winkelpalette, aber du kannst natürlich auch einen Löffel oder ein Messer verwenden oder einen Küchenspatel, was auch immer du gerade hast. Und anschließend dann gleichmäßig mit dem Zimtzucker bestreuen und zu einer schönen Rolle aufrollen.
Ich schneide die Rolle jetzt hier mit einem Faden in 12 gleiche Stücke. Du kannst das aber auch mit einem Messer machen. Mit einem Faden bleiben die allerdings schön rund. Wenn man da mit so einem Messer versucht zu schneiden, dann werden die immer ein bisschen zerdrückt und werden dann halt eher oval, wenn dich das nicht stört. Mach das mit einem Messer, das ist überhaupt kein Problem. Die schmecken deswegen jetzt nicht schlechter. Ja, und dann stellen wir die Stücke auf der Schnittfläche in eine Auflaufform. Die habe ich mir jetzt hier zusätzlich nochmal mit Backpapier ausgelegt, denn das lässt sich wesentlich leichter reinigen. Ja, und die Zimtschnecken dann abdecken und für weitere 90 Minuten gehen lassen. Spulen wir nochmal ganz kurz an die Stelle zurück, wo die Teigplatte ausgerollt und mit Zimtzucker bestreut ist. Daraus lassen sich nämlich auch wunderschöne geflochtene Muffins formen. Dafür klappe ich die Teigplatte hier einfach zu ungefähr 1/3 zur Mitte hin zusammen. Presst die etwas an und dann schneiden wir die in 12 gleiche Stücke. Ich empfehle allerdings lieber ein Messer zu verwenden. Die Teigkarte hier zu verwenden war keine so gute Idee von mir. Ja, anschließend wird jedes Teigstück zweimal eingeschnitten. Lass dabei ca. 1 cm am oberen Ende frei, also dass nicht durchgeschnitten wird. Dann haben wir 3 Streifen, die flechten wir zu einem Zopf und rollen den Teig von oben auf. Ja, dann setzen wir die geflochtenen Teigbälle in eine Muffinform, decken die ab und lassen die Muffins für 90 Minuten gehen. Die Zimtschnecken wie die Muffins werden bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 20 Minuten gebacken. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal die Glasur machen. Und dafür verrühre ich hier 100 Gramm weichen Doppelrahm Frischkäse mit 50 Milliliter Milch, 40 Gramm Puderzucker, 2 Esslöffel flüssiger Butter und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Ja, die Zimtschnecken hatte ich ja schon gezeigt. Die Glasur wird aber auch auf den Muffins aufgetragen. Wichtig ist, dass du das gleich machst, wenn sie aus dem Backofen kommen. Du kannst die Muffins natürlich auch genauso wie die Zimtschnecken einfach nur mit Puderzucker abstäuben. Das sieht auch ziemlich gut aus und schmeckt genauso lecker. Na gut, fast genauso lecker. Ja, das war doch wirklich ganz einfach, oder? Also ich hoffe ja, dass du jetzt so richtig Appetit bekommen hast hier auf diese köstlichen Zimtschnecken. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Und wenn dir so ist, dann sei so lieb, lass mir einen Daumen nach oben da oder nach unten, wie du magst. Ja, ich angel hier mal einfach eine direkt aus der Mitte. Ganz frech. Oh, und die sind, das ist unfassbar, wie soft die sind. Richtig luftig, fluffig. Und ja, schauen wir halt einfach mal rein. Ne? Sieht das super aus. Also, ich probiere jetzt einfach mal ganz kackfrech. Ne? Muss ja schließlich hier den ultimativen Test machen. Mir läuft so das Wasser im Mund zusammen. Ich weiß, es ist total unverschämt. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch. Entschuldigung, es war zu viel. Also, deswegen verabschiede ich mich jetzt auch. Bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du eingeschaltet hast. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn du den Kanal Nico Stanizock noch nicht abonnierst, dann weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt hier unten diesen roten Button drückst und den Kanal Nico Stanizock abonnierst. Ja, das gesagt. Ich sage jetzt einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal und ja, leckere Zimtschnecken machen gehen. Oder richtig leckere Zimtschnecken-Muffins.